Der FC Bayern München am Mittwoch zu Hause gegen Atalanta Bergamo, Champions League Achtelfinal Rückspiel. Hallo liebe FC Bayern Freunde, willkommen zurück auf Werners Fußballeck. Ja, der FC Bayern am Mittwoch zu Hause gegen Atalanta Bergamo, dazu aber auch ein 6:1 Sieg im Hinspiel bei den Italienern. Das heißt auch zu 99,9% stehen wir der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League. Aber wie könnte Kompanie jetzt zu Hause aufstellen nach den Gelbsperren von Joshua Kimmich, aber auch Michael Olise, und wer wird im Bayern-Tor stehen? Das alles jetzt in meiner FC Bayern Champions League Prognose für Bergamo. Willst du mehr Bayern-Videos sehen? Dann lass mir gerne einen Daumen hoch da fürs Video und natürlich abonniere Werners Fußballecke und du verpasst kein FC Bayern Video mehr. Was tippst du für Bayern gegen Bergamo? Wie würdest du die Bayern aufstellen? Alles damit ab in die Kommentare. Ja, und bevor wir dann gleich zur möglichen FC Bayern Aufstellung von Vincent Kompany kommen, schauen wir uns noch mal kurz das Hinspiel vom FC Bayern bei Bergamo an. Also dranbleiben. Was war das für ein mega Hinspiel vom FC Bayern München auswärts bei Atalanta Bergamo? Ein super herausgespieltes 6:1. Die Bayern haben das Pressing der Italiener früh durchschaut und mit ihrem starken Aufbauspiel immer wieder ausgehebelt. Das erste Tor fiel nach einer schnell ausgeführten Ecke von Michael Olise, die über Serge Gnabry schließlich bei Josip Stanisic landete, sein erstes Champions League Tor für die Bayern. Danach spielte sich der FCB regelrecht in einen Rausch. Olise erhöhte mit einem starken Distanzschuss. Kurz darauf traf auch Gnabry zum 3:0. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Bayern extrem dominant. Die Mannschaft spielte weiter mutig nach vorne und belohnte sich mit weiteren Treffern durch Jackson, erneut durch Olise und schließlich Jamal Musiala. Am Ende stand ein beeindruckender 6:1 Auswärtssieg des FC Bayern. Eine echte Machtdemonstration der Bayern im Champions League Achtelfinale. Das Verrückte dabei, Harry Kane saß nur auf der Bank. Gut, ja, er war auch nicht zu 100% fit. Und in diesem Spiel hat man gesehen, die Bayern-Spieler wollen unbedingt die Champions League 2026 gewinnen. Das war genau so ein mega Auftritt und Spiel wie in der Ligaphase beim 2:1 Auswärtssieg bei PSG. Der überragende Spieler war einmal mehr Michael Olise. In insgesamt 38 Saisonspielen bis jetzt kommt Olise auf 15 Tore und mega 27 Torvorlagen. Gewinnt Bayern diese Champions League Saison, wäre Michael Olise auf jeden Fall der Top-Favorit auf den Weltfußballertitel. Und ja, das wird natürlich ein mega Viertelfinale in der Champions League. Hier sehen wir ja gerade die Achtelfinalergebnisse der Hinspiele. Real Madrid auch mit einem super 3:0 Heimsieg zu Hause gegen Manchester City. Also für mich zu 90% wird der Gegner Real Madrid im Champions League Viertelfinale heißen. Was für ein Hammerspiel. Und ja, auch diese Runde dann kann der FC Bayern auf jeden Fall gewinnen. Nicht vergessen, Bayern hat ja bis inklusive Champions League Halbfinale immer Heimrecht im Rückspiel. Und damit kannst du fast jedes Spiel nochmal drehen. So, liebe FC Bayern Freunde, jetzt schauen wir uns mal die mögliche Kompanie-Aufstellung für das Spiel gegen Bergamo an. Natürlich wird die Bayern Startelf jetzt zu Hause ganz anders aussehen. Ja, auch wegen den Gelbsperren von Joshua Kimmich und Michael Olise. Ja, und das wäre jetzt meine Abwehr für die Bayern am Mittwoch zu Hause gegen Bergamo. Ja, wie gesagt, ganz wichtig, welcher Torwart steht im Bayern-Tor? Aktuell heißt es dann doch, Jonas Obik könnte am Mittwoch wieder im Bayern-Tor stehen, nach seiner Gehirnerschütterung, die er ja gegen Bergamo erhalten hat. Aktuell heißt es so, am Montag hat er wohl wieder mittrainieren können. Ich denke mal am Dienstag auch, aber erst kurz vor dem Spiel am Mittwoch wollen die FC Bayern Verantwortlichen dann sagen, ob Jonas Obik im Tor steht oder dann doch der erst 16-jährige Torwart Leonard Prescott. Wenn Prescott im Tor stehen sollte, wäre er mit 16 Jahren der jüngste Torwart in der Champions League Geschichte. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass Obik, wenn er spielen sollte, die erste Hälfte spielen wird und in der zweiten Hälfte dann durch Leonard Prescott ersetzt wird, weil man soll es dann doch nicht riskieren und Obik dann 90 Minuten spielen zu lassen.
Das wäre hier aber auf jeden Fall meine Abwehr. Das heißt auch, Linksverteidiger würde ich erstmal Konrad Laimer eine Pause gönnen. Was er in jedem Bayern-Spiel läuft, von oben bis unten, das ist einfach überragend. Und jetzt beim 6:1 Vorsprung kann man auch mal wieder zum Beispiel Tom Bischoff als Linksverteidiger einsetzen. Oder natürlich auch Guerreiro. Aber wenn, würde ich dann lieber auf einen Tom Bischoff setzen, auch was die Fußball-Weltmeisterschaft angeht. Okay, klar, Bischoff ist ja eigentlich mehr zentraler Mittelfeldspieler, aber Kompany hat ihn ja auch schon öfters als Linksverteidiger eingesetzt. Daher würde ich auch jetzt zu Hause gegen Bergamo auf Tom Bischoff setzen. In der Innenverteidigung auf jeden Fall Jonathan Tah. Er muss auf jeden Fall spielen, weil ich gebe hier Upamecano auch erstmal Zeit zum Ausruhen. Dafür würde ich dann Kim einsetzen. Nicht vergessen, Upamecano hat auch 2 gelbe Karten bis jetzt. Das heißt, würde er gegen Bergamo eine dritte kassieren, wäre er im Viertelfinale eventuell gegen Real Madrid im ersten Spiel gesperrt. Und das wollen wir natürlich beim FC Bayern verhindern. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass Kompany auf jeden Fall jetzt erstmal Kim in die Startelf setzen wird. Heißt auch, nach dem Viertelfinale werden alle gelben Karten gelöscht. Und als Rechtsverteidiger natürlich auch wieder Stanisic. Auch super gespielt gegen Bergamo. Er wird immer besser. Defensiv ist er schon stark. Aber auch mittlerweile in der Offensive. Kommt immer besser auch in die Offensive zur Geltung. Also daher für mich auf jeden Fall auch gegen Bergamo als Rechtsverteidiger gesetzt. So, klar, leider hat Kompany im Moment auch nicht viel mehr Möglichkeiten, gerade in der Abwehr. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das die Abwehr von Bayern gegen Bergamo werden wird. Dann schauen wir uns mal das Zentrale bzw. die Sechserposition an. Wie könnte Kompany spielen lassen? Wie gesagt, Joshua Kimmich, gelb gesperrt. Ja, haben sie ganz gut gemacht. Pavlovic auf jeden Fall gesetzt. Da Kimmich nicht spielt, muss man jetzt aber auch nicht riskieren, das komplette zentrale Mittelfeld neu zu besetzen. Klar, Bischof könnte dort auch spielen, aber Pavlovic muss auf jeden Fall spielen. An seiner Seite, dann denke ich mal, wird auch wieder Leon Goretzka in die Startelf kommen. Auf jeden Fall kann er diese Position sehr gut spielen, kämpferisch sehr stark, Kopfball stark, aber auch torgefährlich. Klar, wie gesagt, Goretzka könnte man auch erst in der zweiten Hälfte bringen, dafür Tom Bischoff auf seiner Position setzen und könnte man als Linksverteidiger dann Guerreiro setzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Kompany auch genau so starten wird, wie wir es hier gerade sehen. Alexander Pavlovic und mit Leon Goretzka. Und auch das Pavlovic-Goretzka gehört mit zu den Besten, was Europa im zentralen Mittelfeld zu bieten hat. Ja, dann schauen wir uns jetzt auch mal gleich sofort die Offensive der Bayern gegen Bergamo am Mittwoch an. Sehen wir jetzt hier, ich würde auf die 10er-Position dann wieder Serge Gnabry setzen. Er hat auch super gespielt gegen Bergamo, gerade in der ersten Hälfte ein Megaspiel gemacht. Wie gesagt, ich finde Serge Gnabry super, auch in den letzten Jahren. Allerdings weiß man auch nie unbedingt, wie er in ein Spiel kommt. Aber gegen Bergamo war er mit der beste Mann und auch so gehört er für mich dann jetzt auf die 10er-Position am Mittwoch gegen Bergamo. Links außen natürlich Luis Diaz, der beste Linksaußenspieler für mich aktuell auf der Welt. Klar, jetzt nach seiner Gelb-Rot-Sperre gegen Leverkusen, denke ich mal, will Luis Diaz auf jeden Fall nochmal alles zeigen, was er kann. Mal gespannt, vielleicht auch wieder mit einem Tor oder 1-2 Torvorlagen. So, rechts außen wäre für mich auf jeden Fall jetzt dann gesetzt Lennart Kahl. Klar, die letzten Spiele nicht so toll, nicht so überragend, auch nicht so viel zu sehen von Lennart Kahl. Aber hey, er ist gerade mal 18 Jahre alt geworden. Da werden wir noch eine viel Menge Spaß an Lennart Kahl im Trikot vom FC Bayern haben. Und auch Kompany, denke ich mal, er würde Lennart Kahl alles wünschen, dass er mit zur WM fährt. Und dafür muss aber auch ein Lennart Kahl spielen. Und jetzt gegen Bergamo, auch wegen der Sperre von Michael Olise, ist es die beste Möglichkeit, dass Lennart Kahl auch wieder zeigt, was er wirklich drauf hat. Und im Sturm natürlich Harry Kane im Bergamo, nicht gespielt, noch geschont und beim 6:1 muss man dann auch nicht riskieren, Harry Kane einzuwechseln. Jetzt aber zu Hause am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo kann Harry Kane zeigen, was er drauf hat. Und ich denke mal, mein Tipp, Harry Kane wird einen Hattrick machen bzw. 3 Tore erzielen am Mittwoch zu Hause gegen Bergamo. Also das hier wäre meine Startelf fürs Champions League Spiel am Mittwoch zu Hause gegen Atalanta Bergamo.
Und selbst auch diese FC Bayern Startelf sieht doch einfach mega aus. Gerade die Offensive, auch ein Serge Gnabry wird wieder zeigen, auch jetzt gegen Bergamo, was er wirklich drauf hat. Auch was die Weltmeisterschaft angeht, auch nochmal zu zeigen, Julian Nagelsmann, auf mich kannst du dich immer verlassen und egal auf welcher Position. Klar, muss man immer noch abwarten, Uhrbek im Tor, ja oder nein. Sollte dann doch Prescott ins Tor kommen, am Mittwoch dann doch noch schnell, würde ich dann eventuell sogar noch Konrad Laimer auf die Linksverteidigerposition nehmen. Klar, er ist ein Bayern-Torwart, Prescott, aber 16 Jahre, da kann man ziemlich nervös sein und wir wollen ja nichts riskieren, auch wenn wir 6 Tore Vorsprung haben. Klar, ich glaube auch nicht, dass Bergamo 6 Tore schießen wird oder 5-0 gewinnen wird, nein. Aber kommt Prescott ins Tor, würde ich dann eventuell doch lieber noch Konrad Laimer als Linksverteidiger sehen, dass die Abwehr dann doch noch sicherer ist. Aber nein, Bergamo wird auch so keine Chance haben am Mittwoch beim FC Bayern. Und auch das Spiel werden wir klar gewinnen. Ich tippe hier, wie gesagt, auf 3 Tore von Harry Kane. Was mich natürlich auch freuen werden würde, wäre, wenn Lennart Kall auch 1 oder 2 Tore schießen könnte. Das hier wäre meine Startelf für das Champions League-Spiel Bayern München zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Mein Tipp? Ich tippe auf ein 3:1 Sieg vom FC Bayern gegen Bergamo. Was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp und schreib auch nochmal rein, wie würdest du die Bayern aufstellen. Klar, es gibt aktuell nicht viele Möglichkeiten. Jamal Musiala fällt ja auch noch verletzt aus. Daher trotzdem könnt ihr ja mal reinschreiben, wie ihr vielleicht oder die Position anders aufstellen würdet als ich. Also dann, Tipp und deine Aufstellung ab in die Kommentare. Ich danke dir für einen Daumen hoch fürs Video und für ein Abo für mehr Bayern-Videos für Werners Fußballecke. Also dann, viel Spaß am Mittwoch, Daumen drücken und bis zum nächsten FC Bayern-Video. Wir sehen uns. Tschüss.